Stopp, halt! Bevor wir all diese schönen Orte besuchen können, sind noch einige Dinge in der Hitze und im Dreck des Boatyards zu erledigen. Als Vorbereitung für die heurige Reise werden wir unsere alte Leichtwind Genua aus dem Bergeschlauch entfernen und dafür den neueren Blister einziehen. Ich habe die Leichtwind Genua abgeschäkelt und im Auge eine Leine eingeknotet, die wir in den Bergeschlauch einziehen werden und mit deren Hilfe wir dann den Blister in den Bergeschlauch einziehen werden. Als wir dann endlich im Wasser waren, ist dann nach 30 Sekunden die Backbordmaschine ausgefallen und als wir dann das durch Entlüften der Treibstoffleitung behoben hatten, fiel dann wenig später die Steuerbordmaschine aufgrund von Überhitzung aus. Auch das konnten wir selber beheben. Allerdings, wie wir mit allem fertig waren, war es dann schon 14 Uhr. Der Westwind hatte voll eingesetzt und so sind wir nicht aufgebrochen, um zur Insel Baxi zu fahren, sondern sind dann gleich am Steg im Brevesser geblieben. Heute wollten wir dann Richtung Italien aufbrechen. Der Wecker hat vor Sonnenaufgang um 5:30 geklingelt. Bald darauf fing bereits wieder Westwind an. Die alte Dünung vom Vortag rollte auch noch auf uns und nach 2 Stunden haben wir dann das Gegenanmotoren Richtung Westen aufgegeben. Es ist einfach nicht sinnvoll, hunderte Meilen gegenan zu motoren. So sind wir dann nach Norden abgebogen, haben die Segel gesetzt und konnten auch noch ein kleines Stück segeln, bevor der Wind dann wieder nachließ und auf Ost drehte. Wir haben dann nach ungefähr 3,5 Stunden die Turok B, die liegt ungefähr auf der Höhe von Amudia am griechischen Festland erreicht. Warum sie Turok B heißt, kann ich nicht sagen, denn man sieht deutlich 3,5 Felsen. Das Schiff ist an und für sich jetzt gut hergerichtet. Alles, was wir benötigen für die Überfahrt, funktioniert. Der Kühlschrank ist voll, das Gefrierfach ist voll, der Getränkekühlschrank ist voll und wir haben für mindestens 3 bis 4 Wochen Proviant an Bord. In diversen Treibstoffkanistern haben wir noch 150 Liter Diesel gebunkert. Und ich hoffe, dass wir mit unserer insgesamten Treibstoffmenge von fast 220 Litern bis Südfrankreich kommen werden. So wie es der Wetterbericht ankündigt, sollten wir Montag und Dienstag den größten Teil der Strecke nach Italien segeln können. Dort werden wir dann einen neuen Wetterbericht einholen und schauen, ob wir dann gleich in einem Stück zur Straße von Messina weiter segeln oder nicht. Wir liegen hier schon den ganzen Nachmittag gut geschützt, während draußen die weißen Schaumkronen vorbeirollen.
habe gerade die Solarpaneele ein bisschen mehr geschwenkt. Es ist zeitig in der Früh, 8 Uhr. Wir sind gerade aufgebrochen von der Turok B nach Laka auf Paxi. Wir haben leichten Nordostwind, so ungefähr 8 Knoten. Und wenn der Schwell aus Nordwest nicht wäre, würden wir sicher 4 Knoten segeln. So ist es ein bisschen weniger, weil uns die Wellen immer wieder ein bisschen ausbremsen. Derweil gibt es nur ein mageres Frühstück. Heute ist Sonntag, normalerweise machen wir da ein Toast, Schinken und Ei-Frühstück, aber das will ich unter der Fahrt nicht zubereiten, das kriegen wir erst, wenn wir angekommen sind. Nachdem die Ankunftszeit 7 Stunden gedauert hätte, wollten wir nicht so lange auf Frühstück warten und haben es doch während der Fahrt zubereitet. Obwohl das Erlebnis sicher nicht exklusiv ist, ist das Einlaufen ins türkise Wasser der Bucht von Laka ein Highlight jedes Segelurlaubs. Der kleine Ort Laka hat sich voll auf den sommerlichen Bootstourismus eingestellt. Es gibt genug Tavernen und Cafés, um die Segler aus ganz Europa bewirten zu können. Das warme türkise Wasser lädt zu einen letzten Schwimmern in griechischen Gewässern ein. Morgen werden wir jetzt wirklich nach Italien aufbrechen und deshalb waren wir noch einmal einkaufen. Wir haben uns noch ein frisches Brot und 2 Apfeltaschen gekauft. Leider jede Menge Süßigkeiten,
Baklava und in Sirup getränkten Orangenkuchen und all sowas. Eine Flaschenbürste. 2 Auberginen. 4 Bananen. Ein paar Paradeiser. Noch 1 Kilo Joghurt. 2 Salatgurken. Zwiebeln. Eine Melone. Und Zahnstocher. Und noch ein letztes Mal zum Abschied griechische Gewürze. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, wenn wir das Ionische Meer Richtung Italien überqueren. Machst du was Wichtiges? Ja.